Hallo, mein Name ist Caroline und ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in München und arbeite seit etwa 5 Jahren in einem Kosmetikgeschäft. Ich mag meinen Job, aber manchmal fühle ich mich sehr müde und unzufrieden mit meinem Alltag. Es ist, als ob ich wie ein Roboter arbeite und das Leben nicht wirklich genieße. Eines Tages, während ich im Laden war, kam eine alte Freundin von mir vorbei. Ella und ich kannten uns aus der Schulzeit, und es war so schön, sie nach all den Jahren wiederzusehen. Wir freuten uns sehr und unterhielten uns eine Weile. Wir verabredeten uns für das kommende Wochenende zum Frühstück und Radfahren in der Natur. Am Tag unseres Treffens nahm ich mein Fahrrad und fuhr zu dem Ort, an dem wir uns verabredet hatten. Ella und ich bereiteten unser Frühstück vor, setzten uns hin und genossen das Essen, die Gespräche und die Natur um uns herum. Wir lachten viel und es war einfach herrlich. Nach dem Frühstück packten wir alles in unsere Rucksäcke und fuhren mit unseren Fahrrädern weiter. Während der Fahrt fragte Ella mich nach meinem Job. Ich erzählte ihr, dass ich meinen Job mag, aber manchmal sehr müde werde und das Gefühl habe, dass mein Leben langweilig und eintönig ist. Ella sagte, dass sie mich versteht, weil sie manchmal ähnliche Gefühle hat, aber sie versucht, diese negativen Gefühle zu überwinden. Wie schaffst du es, diese Gefühle zu ignorieren und voller Energie zu bleiben? Fragte ich sie neugierig. Ella antwortete: Wie du weißt, bin ich Krankenschwester und ich liebe meinen Job. Aber es kann sehr anstrengend sein. Im Krankenhaus erlebe ich oft stressige Tage. Aber ich plane jedes Wochenende etwas Schönes mit meinen Freunden. Wir gehen an verschiedene Orte, haben Spaß und genießen die Zeit zusammen. Ich bleibe sogar an Sonntagen nicht zu Hause, um mich auszuruhen. Ich will das Beste aus meinem freien Tag machen. Das gibt mir die Energie, die ich für meine Arbeit brauche. Wenn ich bei der Arbeit müde werde, plane ich gedanklich schon das nächste aufregende Wochenende. So bleibt meine Energie hoch. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben zu finden, damit man beides genießen kann. Ellas Worte brachten mich zum Nachdenken. Ich mochte ihre Einstellung und sagte ihr: Deine Worte haben mir wirklich viel Energie gegeben. Ich denke, mein Problem ist, dass ich zu wenig Zeit für Freizeitaktivitäten einplane und mich nur auf die Arbeit konzentriere. Ella lächelte und sagte: Caroline, das Leben ist zu kurz, um es nur mit harter Arbeit zu verbringen. Du solltest immer Zeit für Spaß, Freunde, Einkäufe und andere Dinge, die du liebst, einplanen. So bleibst du glücklich im Leben. Nach diesem Tag änderte sich mein Leben. Ich fing an, mehr Zeit für mich selbst und meine Freunde einzuplanen. Ella und ich wurden bessere Freundinnen als je zuvor und wir organisierten jedes Wochenende aufregende Aktivitäten. Ich lernte, das Leben mehr zu genießen und fand das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Dank Ella habe ich gelernt, dass das Leben mehr ist als nur Arbeit. Es geht darum, Freude und Zufriedenheit in jedem Moment zu finden. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert und mich zu einer glücklicheren und erfüllteren Person gemacht. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Egal wie stressig der Alltag ist, man sollte sich immer Zeit nehmen, um das Leben zu genießen und sich selbst und seine Freunde nicht zu vernachlässigen. Das Kosmetikgeschäft. Ich kaufe im Kosmetikgeschäft ein. Der Alltag.
Mein Alltag ist oft stressig, aber ich finde trotzdem Zeit für Hobbys. Die Rucksäcke. Die Rucksäcke sind schwer. Das Gleichgewicht. Es ist wichtig, ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Nachdenken. Nach einem langen Tag genieße ich es, in Ruhe nachzudenken. Die Einstellung. Deine positive Einstellung hilft dir, schwierige Aufgaben besser zu meistern. Die Freizeitaktivitäten. In meiner Freizeit mache ich gerne verschiedene Freizeitaktivitäten. Die Zufriedenheit. Zufriedenheit ist das Ziel. Unzufrieden. Ich bin unzufrieden mit dem Service im Restaurant, weil das Essen kalt war. Herrlich. Der Tag war herrlich, die Sonne schien und es war warm. Eintönig. Der Film war eintönig. Erfüllt. Nach dem Abschluss des Projekts fühle ich mich erfüllt und zufrieden. Verabreden. Wir verabreden uns am Freitagabend zum Essen. Ausruhen. Nach der Arbeit möchte ich mich ausruhen und ein Buch lesen. Konzentrieren. Ich kann mich gut konzentrieren. Vernachlässigen. Du solltest deine Gesundheit nicht vernachlässigen, auch wenn du viel arbeitest. Hallo, mein Name ist Caroline und ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in München und arbeite seit etwa 5 Jahren in einem Kosmetikgeschäft. Hallo, mein Name ist Caroline und ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in München und arbeite seit etwa 5 Jahren in einem Kosmetikgeschäft. Ich mag meinen Job, aber manchmal fühle ich mich sehr müde und unzufrieden mit meinem Alltag. Ich mag meinen Job, aber manchmal fühle ich mich sehr müde und unzufrieden mit meinem Alltag. Es ist, als ob ich wie ein Roboter arbeite und das Leben nicht wirklich genieße. Es ist, als ob ich wie ein Roboter arbeite und das Leben nicht wirklich genieße. Eines Tages, während ich im Laden war, kam eine alte Freundin von mir vorbei. Eines Tages, während ich im Laden war, kam eine alte Freundin von mir vorbei. Ella und ich kannten uns aus der Schulzeit, und es war so schön, sie nach all den Jahren wiederzusehen. Ella und ich kannten uns aus der Schulzeit, und es war so schön, sie nach all den Jahren wiederzusehen. Wir freuten uns sehr und unterhielten uns eine Weile. Wir freuten uns sehr und unterhielten uns eine Weile. Wir verabredeten uns für das kommende Wochenende zum Frühstück und Radfahren in der Natur. Wir verabredeten uns für das kommende Wochenende zum Frühstück und Radfahren in der Natur. Am Tag unseres Treffens nahm ich mein Fahrrad und fuhr zu dem Ort, an dem wir uns verabredet hatten. Am Tag unseres Treffens nahm ich mein Fahrrad und fuhr zu dem Ort, an dem wir uns verabredet hatten. Ella und ich bereiteten unser Frühstück vor, setzten uns hin und genossen das Essen, die Gespräche und die Natur um uns herum. Ella und ich bereiteten unser Frühstück vor, setzten uns hin und genossen das Essen, die Gespräche und die Natur um uns herum. Wir lachten viel und es war einfach herrlich. Wir lachten viel und es war einfach herrlich.
Nach dem Frühstück packten wir alles in unsere Rucksäcke und fuhren mit unseren Fahrrädern weiter. Nach dem Frühstück packten wir alles in unsere Rucksäcke und fuhren mit unseren Fahrrädern weiter. Während der Fahrt fragte Ella mich nach meinem Job. Während der Fahrt fragte Ella mich nach meinem Job. Ich erzählte ihr, dass ich meinen Job mag, aber manchmal sehr müde werde und das Gefühl habe, dass mein Leben langweilig und eintönig ist. Ich erzählte ihr, dass ich meinen Job mag, aber manchmal sehr müde werde und das Gefühl habe, dass mein Leben langweilig und eintönig ist. Ella sagte, dass sie mich versteht, weil sie manchmal ähnliche Gefühle hat, aber sie versucht, diese negativen Gefühle zu überwinden. Ella sagte, dass sie mich versteht, weil sie manchmal ähnliche Gefühle hat, aber sie versucht, diese negativen Gefühle zu überwinden. Wie schaffst du es, diese Gefühle zu ignorieren und voller Energie zu bleiben? Fragte ich sie neugierig. Wie schaffst du es, diese Gefühle zu ignorieren und voller Energie zu bleiben? Fragte ich sie neugierig. Ella antwortete. Ella antwortete. Wie du weißt, bin ich Krankenschwester und ich liebe meinen Job. Aber es kann sehr anstrengend sein. Wie du weißt, bin ich Krankenschwester und ich liebe meinen Job. Aber es kann sehr anstrengend sein. Im Krankenhaus erlebe ich oft stressige Tage. Im Krankenhaus erlebe ich oft stressige Tage. Aber ich plane jedes Wochenende etwas Schönes mit meinen Freunden. Aber ich plane jedes Wochenende etwas Schönes mit meinen Freunden. Wir gehen an verschiedene Orte, haben Spaß und genießen die Zeit zusammen. Wir gehen an verschiedene Orte, haben Spaß und genießen die Zeit zusammen. Ich bleibe sogar an Sonntagen nicht zu Hause, um mich auszuruhen. Ich bleibe sogar an Sonntagen nicht zu Hause, um mich auszuruhen. Ich will das Beste aus meinem freien Tag machen. Ich will das Beste aus meinem freien Tag machen. Das gibt mir die Energie, die ich für meine Arbeit brauche. Das gibt mir die Energie, die ich für meine Arbeit brauche. Wenn ich bei der Arbeit müde werde, plane ich gedanklich schon das nächste aufregende Wochenende. Wenn ich bei der Arbeit müde werde, plane ich gedanklich schon das nächste aufregende Wochenende. So bleibt meine Energie hoch. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben zu finden, damit man beides genießen kann. So bleibt meine Energie hoch. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben zu finden, damit man beides genießen kann. Ellas Worte brachten mich zum Nachdenken. Ellas Worte brachten mich zum Nachdenken. Ich mochte ihre Einstellung und sagte ihr, deine Worte haben mir wirklich viel Energie gegeben. Ich mochte ihre Einstellung und sagte ihr, deine Worte haben mir wirklich viel Energie gegeben. Ich denke, mein Problem ist, dass ich zu wenig Zeit für Freizeitaktivitäten einplane und mich nur auf die Arbeit konzentriere. Ich denke, mein Problem ist, dass ich zu wenig Zeit für Freizeitaktivitäten einplane und mich nur auf die Arbeit konzentriere. Ella lächelte und sagte. Ella lächelte und sagte. Caroline, das Leben ist zu kurz, um es nur mit harter Arbeit zu verbringen. Caroline, das Leben ist zu kurz, um es nur mit harter Arbeit zu verbringen. Du solltest immer Zeit für Spaß, Freunde,
Einkäufe und andere Dinge, die du liebst, einplanen. So bleibst du glücklich im Leben. Du solltest immer Zeit für Spaß, Freunde, Einkäufe und andere Dinge, die du liebst, einplanen. So bleibst du glücklich im Leben. Nach diesem Tag änderte sich mein Leben. Ich fing an, mehr Zeit für mich selbst und meine Freunde einzuplanen. Nach diesem Tag änderte sich mein Leben. Ich fing an, mehr Zeit für mich selbst und meine Freunde einzuplanen. Ella und ich wurden bessere Freundinnen als je zuvor und wir organisierten jedes Wochenende aufregende Aktivitäten. Ella und ich wurden bessere Freundinnen als je zuvor und wir organisierten jedes Wochenende aufregende Aktivitäten. Ich lernte, das Leben mehr zu genießen und fand das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Ich lernte, das Leben mehr zu genießen und fand das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Dank Ella habe ich gelernt, dass das Leben mehr ist als nur Arbeit. Dank Ella habe ich gelernt, dass das Leben mehr ist als nur Arbeit. Es geht darum, Freude und Zufriedenheit in jedem Moment zu finden. Es geht darum, Freude und Zufriedenheit in jedem Moment zu finden. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert und mich zu einer glücklicheren und erfüllteren Person gemacht. Diese Erkenntnis hat mein Leben verändert und mich zu einer glücklicheren und erfüllteren Person gemacht. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Egal wie stressig der Alltag ist, man sollte sich immer Zeit nehmen, um das Leben zu genießen und sich selbst und seine Freunde nicht zu vernachlässigen. Egal wie stressig der Alltag ist, man sollte sich immer Zeit nehmen, um das Leben zu genießen und sich selbst und seine Freunde nicht zu vernachlässigen.